Moin Leute, wir sind wieder zu zweit unterwegs. Hier irgendwo im Dschungel, ganz im Norden von Vietnam. Und wir haben eine Mission. Und zwar müssen wir die nächsten 15 Tage 1000 Kilometer quer durch Südchina bis nach Hongkong. Ihr wisst vielleicht noch, unser letzter Besuch im Westen Chinas war geprägt von Polizeieinsätzen und Verfolgungen. Aber dieses Mal sind wir auf der komplett anderen Seite von China und der Unterschied könnte nicht größer sein. Aber erstmal zurück zu unserem letzten Tag in Vietnam. Märkte sind einfach in jedem Land so interessant, da können wir keinen auslassen. Vor allem in Vietnam und China geht es so richtig ab. Hier gibt es einfach alle Früchte, die man sich vorstellen kann. Oder Fische, Fleisch, Frösche und viele andere lebendige Tiere. Manchmal brauchen wir eine ganze Stunde, bis wir uns durch dieses Gewimmel durchgekämpft haben. Das Einzige, woran ich mich nicht gewöhnen kann, sind die Hunde im Käfig. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, keine gefilmt, die wollte ich nicht. Ja, hier werden halt Hunde gegessen, ne? Ich habe auch schon so einen Hund gesehen, das wie so ein Spanferkel gedreht wurde am Feuer und ausgenommen wurde und so. Also ist schon echt ekelhaft, wenn man das so sieht. Also ist ganz ohne Wertung, oder versuchen es ohne Wertung rüberzubringen. Weil es sollte eigentlich keinen Unterschied machen, ob man Schwein, Rind oder Hund isst, objektiv gesehen. Aber wir sind halt nicht gewohnt, ne? Wir haben irgendwie eine Fürliebe für Hunde oder wir haben halt eine Emotion. Ist halt ein anderes Land. Wir brechen auf Richtung chinesische Grenze. Die letzten Kilometer im bergigen, aber tropisch heißen Vietnam. Kleiner Spoiler, diese feuchte Hitze wird in nächster Zeit nicht gerade besser und macht das Radfahren jeden Tag zur Herausforderung. Hallo. Nein. Ja. Okay. Ich bin wieder. Ja. Hi. Hi. Đức à? Duke? Đức. Duke? À. Ja. Germany. Đức. Germany. Vietnam. Vietnam. Of course. Of course. Ich glaube, er will zu dritt ein Bild machen, habe ich so verstanden. Er hat auf jeden Fall eine süße Lache. Da vorne fängt jetzt die Grenze an. Ich habe zwei Bedenken. Erstens, ob die Chinesen uns rüberlassen. Also überall steht irgendwie dran, internationale Grenze, aber oft stimmt es einfach nicht, dass man höchstens eine Tagestour mit einer Gruppe machen kann. Und die andere Sache, unsere Drohne. In Vietnam darf man eigentlich keine Drohne mitnehmen als Tourist. Machen viele, fliegen sie auch. Wir haben sie nicht geflogen, deswegen, also wir wollten an die Regeln halten. Ich habe auch vorher mit der E-Mails an die Ämter geschrieben, haben nicht geantwortet. Ja, was soll ich machen? Auch wenn wir bereits 30 Grenzübergänge auf dieser Reise passiert haben, sind wir immer noch bei jeder einzelnen ein bisschen angespannt. In der Regel sind aber unsere Bambusfahrräder unsere Trumpfkarte, weil die meisten Grenzbeamten so etwas noch nie gesehen haben und darüber mit uns plaudern wollen. Wir sind drüben. Gerade noch am SIM-Card organisieren und Geld wechseln. Alles gut gegangen. Auch mit diversen Stempel im Pass, den sie nicht gern sehen, aber wir sind durch. Und ja, nach einer halben Stunde haben schon 100 Chinesen unser Rad angefasst, um erst den prüfenden Klopfer, ob das wirklich Bambus ist. Ja, ich freue mich jetzt richtig drauf, euch China noch mal von der anderen Seite zu zeigen. Das letzte Video über China war ja schon ein bisschen negativ belastet mit der ganzen Verfolgung und so, aber China hat so viel zu bieten, es gibt so viele verschiedene Orte und lasst uns jetzt mal in ein anderes China eintauchen. Neue Chance, neues Glück. Der Kontrast zu Vietnam ist echt krass und man merkt schon auf den ersten Metern, dass China hier einen sagen will, du betrittst hier eine Weltmacht. Es geht schon mal gut los. Ich glaube, wir sind auf der Autobahn aufgefahren, aber die andere Straße war irgendwie gesperrt. Franz hat gerade sehr, sehr Hunger und das ist das Einzige, was hier erstmal gibt. Nudeln. Was soll noch mit Chocobar sein? Ja. Und auch das Bezahlen mit den beiden Apps Alipay und WeChat Pay geht wieder los. Mit Bargeld zahlt in China fast keiner mehr. Und das machen wir auch nur zur Not, wenn mal wieder unsere Apps nicht funktionieren. Tavan. Die ganze Zeit in Dauerschleife. Ich verstehe es nicht, wie die das den ganzen Tag aushalten können. Nach 5 Minuten geht es so auf den Geist. Ein richtiges Ziel haben wir erstmal nicht. Auf dem Weg nach Hongkong werden einige Millionenstädte auf uns warten, aber wir versuchen eher die ländliche Gegend zu bereisen. Von den Großstädten Chinas hört und sieht man manchmal etwas in den Medien, aber wie sieht es eigentlich mit den kleinen Dörfern dazwischen aus? China ist für mich, wenn alle 10 Meter Mülleimer steht und einfach mal ein funktionierender Kompass da ist.
Alter Schwede. Ich finde, in China ist es echt voll schwer zu navigieren. Also es gibt immer eine Autobahn, oder? Die verbindet die großen Städte. Und dann gibt es so Schnellstraßen oder Hauptstraßen. Da hat man immer keinen Plan, welche wir nehmen sollen. Ja, welche man fahren darf, welche nicht. Und ob es dann Städte gibt dazwischen oder nicht, ist alles so ein bisschen... Ja. Oder was kaufen wir ein? Kaufen wir jetzt in der Stadt ein oder nicht? Kommt noch was? Ja, unsere Karten funktionieren hier nicht. Erst einmal im Restaurant. Das heißt wieder Roulette bei der Speisekarte. Ja, stimmt. Also in der Übersetzung steht meistens sowas wie tote Oma, braunes Holz, Tim und Struppi. Also völlig absurde Sachen. Bringt uns einen Scheiß. Aber ja, diesmal kamen wirklich gebratene Nudeln, Ja. wie wir es bestellt haben. Also, Ohne Fleisch und mit Ei. wenn wir übersetzen ohne Fleisch, dann lachen sie erstmal. Aber ist egal, sollen sie ein bisschen feixen. Wir fahren noch ein paar Kilometer raus aus der Stadt und entdecken dann diesen Himmel. Ein Himmel mit Wasseranschluss. Jo, auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen. Einfach mal so eine Hütte. Ist das eine Fata Morgana? Es ist so nice. Boah, an dem See hier. Könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ein Mensch schwitzen kann. Es ist echt unglaublich. Ich meine, im Irak, Kurdistan, da war es auch brutal heiß und wir haben ständig Wasser über den Kopf geleert. Aber in den Abfahrten ist wegen der trockenen Hitze halt das Wasser weggegangen. Ne? Ja. Hier in den Tropen, das bleibt einfach da. Es ist alles so feucht. Unser Trick ist halt bei den Tankstellen auf dem Klo zu gehen, die sind meistens sauber. Ja. Und erstmal eine komplette Dusche. Waschbecken-Dusche zu nehmen. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe darauf bestanden, diesen Stuhl hier wieder mitzunehmen. Wir haben den nämlich zurückgeschickt gehabt, aber ich habe gesagt, ich brauche diesen Stuhl, ich will diesen Komfort haben. Es ist mir wert, 1 Kilo mehr mitzuschleppen. Ja, Und der Kollege hier ist glaube ich, noch froher drum als ich. Ja, ich glaube, ich habe mir in Vietnam meinen Steiß gebrochen. Oder zumindest angeknackst. Ja, ich glaube, ist gebrochen. Ich habe schon echt starke Schmerzen, wenn ich mich irgendwo hinsetze. Willst du nicht sagen, Ja. warum? Bin aus dem Bett gefallen. Aber Sturz klingt besser. Sorry. So was Dämliches muss man auch erstmal schaffen. Du bist eigentlich vom Bett ausgerutscht, oder? Ich bin vom Bett ausgerutscht und bin halt auf Steiß geflogen. Und es hat geknackt und ich war auch sofort, okay, da ist was passiert. Und ich meine, da kann man eh nicht viel machen. Wir können ja nicht meinen Arsch eingipsen lassen. Ich versuche das irgendwie so ruhig zu halten, wie es geht. Aber ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen, bis das wieder heil ist. Das macht gerade richtig Bock hier. Die Landschaft. Diese coolen kleinen Hügel überall. Die Straße. Es ist echt kaum Verkehr. Aber eine Sache hatten wir schon beinahe verdrängt. Es ist Regenzeit und der Monsun kann richtig heftigen Niederschlag mitbringen. Vorne schaut es ganz schön übel aus. Man hört es auch schon gewittern. Immer wenn es regnet, suchen wir uns erstmal so einen Unterschlupf. Aber ich glaube, in diesem Fall fände ich es richtig geil, Ja, Regen abzubekommen. ich habe auch schon die ganze Zeit gesagt, ich will Regen haben, weil das ist ja eine Gratis-Dusche beim Fahrradfahren. Ja. Das klingt doch herrlich. Wir übergießen uns ja eh ständig mit Wasser. Regen wäre schon mega cool. Aber Gewitter? Boah. Ist das finster. Es wird gleich richtig schütten. Aber wir suchen uns jetzt irgendwo hier ein Restaurant. Mal gucken. Nicht selten passiert erstmal das, wenn wir irgendwo ankommen. Vermutlich kommen hier nicht so oft Touristen vorbei. Fühlst du dich berühmt? Schon ein bisschen. Gerade einen Selfie-Marathon gemacht mit den 4 Verkäuferinnen von dem Eisladen. Die kamen sofort rausgestürmt, kommt rein, wo kommt der her? Und ja, Aber sie haben sogar ein bisschen Englisch gesprochen, ne? das stimmt, ja. Du siehst irgendwie verwirrt aus. Was ist das? Also es ist ja ein ganz normaler Eisladen hier. Und jetzt haben sie das Mikro ausgepackt und jetzt machen die einfach hier Karaoke.
Und da hockt sie und singt und liest vom Handy ab. Karaoke ist hier ganz normal, ne? Jeder singt Karaoke. Einfach mal so neben dir singt jemand los. So, mal schauen, wie lange es noch regnet. Und blitzt. Wir müssen jetzt irgendwie hier einen Schlafplatz suchen. Also raus aus der Stadt und dann irgendwas finden. Ist eigentlich ziemlich angenehm. Ziemlich angenehm. Es kühlt ein bisschen ab. Und es ist halt auch Regenzeit. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir haben halt Juni und in Südostasien kommt halt einiges runter, ne? Es wird jetzt langsam dunkel. Es ist alles zugebaut oder fällt. Wir finden gerade einfach nichts, wo wir das Zelt aufstellen könnten. Ja, Mist, ey. Ich hoffe, wir finden noch was Gescheites. Wir fahren mittlerweile schon eine Stunde im Regen. Ja, der Ort hört nicht auf, ne? Da ist nichts. Hier gibt es keine Möglichkeit. Ich frage mich, wo der eine Stunde in der Zukunft Hans heute Nacht schlafen wird. Ja, jetzt das erste Mal keine Häuser. Aber es ist trotzdem nichts. Es sind halt Reisfelder. Es gibt nichts Nasseres als Reisfelder. Wo geht's da hin? Ja, auch nicht. Ah! Franzi hat was gefunden. Boah, das ist ja übel das Schlamm hier, oder? Ich fahr jetzt einfach mal drüber. Aber das müssen wir nehmen. Es wird nichts mehr Besseres geben heute. Alter, was ist das für ein Zeug? Jetzt kommen die Mücken und wollen uns auch noch aufessen. Aber das war klar. Aber guckt euch mal dieses riesige Dach an. Wie cool ist das denn? Das können wir hier nur das Innenzelt aufstellen. Ja, das ist echt gut. Weil hier in den Tropen Ja, ist so heiß. geht nicht. Mit Außenzelt, da wird es viel zu heiß. Geht Ja. nicht. Also, Vergangenheits-Hans war gar kein Problem. Nein, dieses Rumgefuchtel ist kein Regentanz, sondern die Mücken sind an diesem Abend noch völlig eskaliert. Und glaubt mir, es gibt keinen stärkeren Mückenmagnet als mich auf dieser Welt. Das sah vermutlich gerade so bescheuert aus, unser Zelttanz hier, aber wirklich, so schlimm hatten wir es bei weitem noch nicht. Ich bin immer Zappel-Philipp, aber wenn Franzi mal anfängt zu zappeln, dann ist es wirklich schlimm. Ah! Ah! Und das Schwitzen geht weiter. Ja, wenn wir jetzt essen, dann ist wirklich, dann ist der Ofen aus. Ich habe mir noch was geholt. Jetzt muss ich nur die Suppe, die hier in dem Sack ist, schaffen, da reinzukriegen, ohne ein komplettes Chaos anzurichten. Wie willst du das schaffen? Ich habe keine Ahnung. Und was ist das eigentlich? Ist es ein Ei? Ja, das ist so ein Ei, das ist so Schale? eingelegt. Nee, das ist nicht mit Schale. Ach krass, so ein 1000-jähriges Ei oder wie das heißt. Ja, echt, heißt es so? Ich weiß. Mach mal auf, mach mal auf. Warum ist das braun? Ist es eingelegt? Ich glaube, das wird in Essig eingelegt oder so. Okay. Riecht's? Na, schmeckt schon, aber das Ei braun, das ist nicht mehr weiß, das ist ganz schön hart. Oh, es ist gerade jemand gekommen. Es ist ein weißer Pickup. Wir haben so unsere Erfahrungen mit weißen Pickups in China. Ihr wisst, was ich meine. Aber nochmal zur Klarstellung, weil es echt viele Kommentare auch gab. Das war Xinjiang. Okay, das ist ein Gebiet, das ist sehr sensibel, genau wie Tibet. Wir sind jetzt in Südchina und das ist ganz normales chinesisches Gebiet. Hier werden wir höchstwahrscheinlich nicht verfolgt. Aber wer ist das? Wir müssen die nächsten Tage eine Überdachung finden. Es geht nicht anders. Ja, müssen wir, weil wenn man hier jetzt bei dieser Hitze noch die Plane drüber macht, Es geht nicht. also wie sollen wir das überleben? Nee. Und wenn man es dann auch noch zumachen muss, weil es regnet. Also, du stirbst das sicher. Aber in der Regenzeit muss man halt nachts mit Regen rechnen. Wir Ja, brauchen jetzt jeden Abend eine Überdachung. Es geht nicht anders. wir müssen irgendwas finden. Guten Morgen. Hört ihr das, wie laut das ist? Es hat die ganze Nacht durchgeschifft. Da haben wir uns mal so einen richtig kräftigen Monsunsturm, wo es auch reingeregnet hat, unser Zelt. Ihr seht ja, wie weit wir überdacht sind und trotzdem hat es reingeregnet. Ja, mittlerweile ist um 7. Wir haben gehofft, irgendwann hört es auf.
Aber jetzt müssen wir langsam losmachen. Ich war gerade einmal hektisch pinkeln. Hab rumgefuchtelt wie Sau. 4 Stiche am Bein, einer am Arm. Brauchen lange Klamotten, es geht nicht anders. Und das bei über 30 Grad. Gestern noch Weltreisender, heute schon Hobbyimker. So schnell kann es gehen. So ist besser. Das mit den hitzebedingten, schlaflosen Nächten in China haben wir nicht so richtig in den Griff bekommen. Wir geben euch mal kurz einen Einblick, in welcher völlig übermüdeten Verfassung wir nach einer Woche mit extrem wenig Schlaf waren. Wir fühlen uns so betrunken. Ich kann ja aufhören. Brauchen mehr Schlaf. Worum geht's denn eigentlich? Ich hab Halssattel abgedeckt. Mit der Plastiktüte. Was? Was? Ich sehe gerade, das hat die noch nie abgemacht, obwohl wir schon gefahren sind. Und seine Antwort? Seine Antwort, ich dachte schon, es ist etwas nicht. Franzi! Leise! Die gucken schon. Aber zurück zum zweiten Tag in China. Der nächste brutale Monsunschauer war schon da und genauso schnell kann er auch wieder weg sein. Übrig bleiben danach die überfluteten Bäche und überschwemmten Häuser. Es hat aufgehört. Es hat jetzt echt 16 Stunden lang durchgepisst, ohne irgendeine Pause. Man hat da einige Felder unter Wasser gesehen mit Bauern, die davor stehen, mit besorgten Blicken. Ja, egal bei welchem Wetter, wir müssen vorankommen, ob es regnet, ob es extrem heiß ist, weil wir haben nur 15 Tage Visum in China. Das ist nämlich jetzt eine neue Regel dieses Jahr, dass man 15 Tage visumfrei hat. Das gilt für einige europäische Staaten und das nutzen wir gerade aus. Und wer sich jetzt denkt, hä, aber ihr fahrt ja nach Hongkong. Ja, Hongkong ist außerhalb von der Visumregion. Das heißt, wir können da ausreisen aus China nach Hongkong und dann wieder einreisen und so quasi Visa-Runs machen, so nennt man die. Dass man schnell in ein anderes Land geht und wieder zurück ins andere, damit man wieder, ja, von vorne das Visum starten kann. Und deswegen brauchen wir jeden einzelnen Tag. 1200 Kilometer in 2 Wochen wird ganz schön knapp für uns. Für unvorhersehbare Dinge wie größere Pannen oder krank werden haben wir diesmal keine Zeit. Zeigst du es mir? Mal gucken, was es Feines gibt. Ah, Reisnudeln. Ah ja, perfekt, Reisnudeln. Okay, das ist gut. Immer ein bisschen kompliziert zu kommunizieren, aber irgendwie kriegen wir schon hin. Ja, und wir haben gesagt, ohne das Huhn. Also darfst du noch einen Tag länger verweilen. Und wenn wir bei anderen Gästen etwas sehen, was wir noch nicht kennen, dann bestellen wir oft das Gleiche. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie jemand hier so 2 Blätter abgeholt hat, also irgendwas eingewickelt. Wir wussten nicht, was ist, da haben wir jetzt mal eins bestellt. Ist das süßer Reis? Schmeckt lecker. Vielleicht ist es Kartoffel-Ei-Mischung mit Reis. Keine Ahnung. Aber kann man essen. Wir interessieren uns ja gerade eher für den dörflichen Bereich von China. Wir haben ja gerade ganz kleine Straßen. Und ja, jetzt wissen wir nicht, ob noch oft die Möglichkeit, es gibt eine Möglichkeit zum Shoppen. Deswegen, hier ist ein Riesending. Da gehen wir mal gucken, was es so gibt. Es ist wirklich immer wieder spannend zu sehen, was es hier für andere Sachen gibt, wie bei uns, sag ich jetzt mal. Hier, also, ich weiß nicht. Mich spricht das nicht an, aber ich glaube, dass die Leute das hier echt viel und gerne essen. Und vielleicht will ich es auch mal probieren, aber ich traue mich da jetzt nicht eine ganze Packung zu kaufen. Aber ja, es ist einfach eine andere Welt hier. So richtig, was findet man nicht? Nur halt voll viele irgendwelche ungesunden Sachen. Gelee und ja, ich weiß nicht, was es ist, Waffelzeug.
So ein bisschen Obst und Gemüse. Haben es leider nicht. Frag mich, ob ich der Franzi mal so ein paar Hühnerfüße mitbringen soll, so als Spaß. Mal gucken, was er sagt. Nee, das kaufe ich nicht. Dann müsst ihr ja wegschmeißen, das wäre schade. Wir haben mal wieder Begleitung. Das kommt in den Dörfern hier recht oft vor. Aber das ist uns eigentlich egal, solange es keine Polizei ist. Bis einer hinfliegt, hey. Macht doch sowas nicht. Ich finde es auch beide immer wieder interessant anzugucken, wie da einfach diese Gerüst aus Bambus ist, ne? Dass es alles hält und diese Verbindungen aus Seil, ne? Das ist einfach so simpel gemacht. Und raus aus den Orten werden wir immer oder oft von Jugendlichen verfolgt, die uns dann ein paar Kilometer mit ihren Mopeds hinterherfahren. Die vermehren sich. Es werden immer mehr. Die fahren uns jetzt einfach schon eine halbe Stunde hinterher. Ich weiß nicht, die sagen auch nichts. Also vermutlich können sie kein Englisch, aber ja, sie gucken halt nur. Anscheinend machen sie auch für uns Pause. Ich habe denen gerade erklärt, was sie so machen, also mit dem Übersetzer. Genau. Ah ja. Where are you going? Beijing. Beijing? Yeah. Vielleicht war es das erste Mal überhaupt, dass Sie hier Touristen gesehen haben. Weil, was wir hier noch nicht wissen, dieser Ort ist eine Sackgasse. Beziehungsweise kann man weiterfahren, aber es folgen 50 Kilometer solche Straßen. Wir entscheiden uns aber trotzdem dafür, dass wir einfach durchziehen und auf Asphalt hoffen. Ab und zu sehen wir ein paar Bauern mit Ochsen am Straßenrand oder auf den Feldern arbeiten. Und manchmal erstarren sie förmlich, sobald wir sie grüßen. Was müssen diese Menschen in dem Moment denken, wenn sie uns sehen? Zwei Gestalten auf bepackten Bambusfahrrädern hier in ihrem abgelegenen Heimatdorf? Nach einigen Kilometern haben wir uns erstmal geärgert, dass wir uns für diese schlammige Straße entschieden haben. Aber dadurch sind wir genau da gelandet, wo wir hin wollten. Wir wollten das ländliche China sehen und hier sind wir nun. China mag zwar fortschrittlich sein in den Städten, Ja, aber im Land? aber Land, also klar, die haben moderne Maschinen so zur Agrarwirtschaft, aber trotzdem mit Büffel und ganzen Tieren am Bauernhof, also richtig schön Ja, voll. und unterscheidet sich eigentlich wenig zu anderen Ländern ringsherum, finde ich. Ja, das stimmt. Also nur in den Städten haben wir das Gefühl, man ist in einem Zukunftsland. Wir haben es geschafft, wir sind wieder auf einer guten Straße. Da vorne kommt dann bald die Hauptstraße. Und wir versuchen heute noch, das nächstgrößere Dorf zu erreichen, um etwas zu essen zu finden, bevor wir einen Schlafplatz für die Nacht suchen. Only English, English. Only English. Do you speak English? No? Okay. 英文我们有点差。 I don't know. So, wir haben 70 Kilometer für heute und 800 Kilometer noch bis Hongkong. Also einmal nochmal so Deutschland, Nord bis Süd. Katzensprung in China. Was für eine
wunderschöne, frisch asphaltierte Straße. Ich taufe sie Susi. In einer Stunde geht die Sonne unter. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ich habe gerade noch ein schickes Restaurant gefunden. Also schick. Wie immer. Aber richtig leckeres Essen. Das ist so Ei und Tomate. Und das wurde uns gerade besetzt. Blätter von Süßkartoffel. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir hatten in Vietnam ganz auf Wasserspinat. Ich glaube, das ist sowas Ähnliches. Ja. Boah, schmeckt so geil. Okay. Thank you so much. Der gute Herr hat uns gerade eingeladen. Thank you so much, Shishi. Was ein netter Typ. Wir haben hier irgendwo in dem Dorf angedeutet, da gibt es hier was zu essen. Und er meinte, ja, da hinten, und da ist er mit dem Moped vorausgefahren. Und er wollte halt gerade zahlen, da war schon beglichen. Wollten sich hier einladen lassen, aber ja, da kann man nichts machen, wenn es schon bezahlt ist. Und extrem nette Geste, haben wir uns richtig drüber gefreut gerade. Und da hat ja auch irgendwas gesagt von wegen Deutschland und China werden für ewig Freunde sein. Er hat die Übersetzer eingegeben, Deutschland und China auf ewig Freunde, und Olaf Scholz, der macht das und so. Einfach geiler Typ. Es ist kurz vor 8 und wir sind wieder mal auf Schlafplatzsuche. Wir finden einfach nichts. Auch deswegen, weil unser Wunsch, unser Ziel ist, was zu finden, was überdacht ist, damit, wenn es wieder so regnet wie heute Nacht, wir nicht komplett durchgenässt sind. Schwierig, schwierig. Oh Leute, ich glaube, wir haben was. Es ist um 8 mittlerweile. Vor lang wieder gesucht. Aber da, ich weiß nicht ganz, ob das ein Privatgrundstück ist, also vermutlich schon. Aber da wohnt jetzt niemand drin, da ist ein Schloss davor auch. Also hier wohnt halt keiner drin, also ist halt ein normaler Riegel davor. Wird schon passen, wenn wir hier bis morgen zum Sonnenaufgang hier das Zelt unter dem Dach aufbauen. Guten Morgen, es ist 5:30. Hier haben wir gestern noch das Lager aufgeschlagen. Da ist direkt so ein Schlagloch, wo die ganzen LKWs drüber geballert sind. Das war so laut. Ja, weil wir eben nicht wussten, ob wir hier auf Privatgrund sind, wollten wir ganz früh los, damit wir heute Morgen niemanden nerven. Und ja, brech mal auf. Wir verlassen heute die grünen Berge und wollen Maoming erreichen. Eine weitere Millionenstadt in China, von der du vermutlich, genau wie wir, noch nie etwas gehört hast. Die LKWs da vorne, die sind so leise. Das sind Elektro-LKWs. Ich wusste nicht mal, dass es das schon gibt. Also dass China fast komplett elektrisch ist uns ja bewusst, aber LKWs, das ist heftig. Auf dem Weg in die Stadt hangeln wir uns regelrecht von Obststand zu Obststand. Es sind die besten Früchte, die wir jemals gegessen haben. Was? Wow, wir sind ja irre. 14? Ja. Und es gibt einfach alles auf den Märkten. Und alles, was wir hier sehen, haben wir auch schon die letzten Tage am Straßenrand wachsen sehen. Egal ob Litchis, Bananen, Papaya, Jackfruits oder Drachenfrüchte. Guckt euch das mal an. Wow. Die leuchtet richtig. Pink ist ja aber, ne? Pink. Ja. Und in Deutschland finde ich vor allem die Drachenfrüchte richtig langweilig. Und hier haben die eine Power. So geil. Ich glaube, ich entscheide mich für das Rinderbeinerzeugnis in Pulverform. Wir müssen immer mit der Übersetzungs-App gucken, was es überhaupt zu essen gibt, weil die zeigen immer so drauf, als wäre ganz klar, was da steht. Aber für uns halt natürlich nicht. Aber es gibt gebratene Nudeln. Aber nass gebratene Nudeln. Ich weiß nicht, was nass ist. Wahrscheinlich mit Zucker oder so. Preislich liegen wir bei ganz normalen Hauptspeisen immer so bei 1 Euro, 1,50 Euro, 2 Euro um den Dreh. Also es macht Spaß hier zu essen, nicht viel auszugeben. Das wird sich auf jeden Fall ändern Richtung Südkorea und Japan. Vor allem in Hongkong werden die Preise explodieren. Aber jetzt geht's erstmal rein nach Maoming. Schon auf den ersten Blick wie eine Stadt in der Zukunft.
interessant, die Städte in China, die haben immer schöne Parks, wo die Leute sich wohlfühlen können, wo sie Entspannung suchen und so weiter. Sogar in kleineren Orten und so gibt es immer so kleine Picknickplätze und so weiter. Also man merkt richtig, dass der Staat versucht, denen was Gutes zu tun, beziehungsweise denen halt zumindest das Gefühl zu geben, dass er ihnen was Gutes tut. Es ist so faszinierend für uns, dass diese Riesenstädte eigentlich immer grün sind, sauber und ruhig. Ja, so würde man sich doch nicht chinesische Großstädte vorstellen. So, wir kennen beide, welche in China, in Peking oder nach Shanghai oder irgendwo sonst in Großstädte hingezogen sind. Und da haben wir gedacht, wie kann man das machen? So, da muss man dafür geboren sein, aber es ist echt idyllisch und schön hier. Hätten wir beide nicht gedacht. Aber was hier in den Städten immer so ein bisschen verstecken, immer in der zweiten Reihe, muss man genau hinschauen, sind die eher herunterkommenden Gebäude. Und wir sind auch schon wegen unserem Navigationssystem, weil es uns völlig verrückte Sachen hin und her geschickt hat, durch Städte gefahren, wo wir wirklich durch richtige, man kann schon fast sagen, Slumviertel gefahren, also wo alles richtig runtergekommen war. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, natürlich. Jetzt sind wir hier mal abgebogen in so eine zweite Reihe. Mal gucken, wie es hier abseits der Hauptstraße ausschaut. Ja, hier schaut es ein bisschen anders aus, aber also das hält sich hier vollkommen in Grenzen. Da hatten wir bei anderen Städten, wie gesagt, ein ganz anderes Bild. China hat auf jeden Fall die beste Infrastruktur, die wir je gesehen haben. Und überall stehen neue Wohnblocks mit mindestens 30 Stockwerken. Daneben kleine Parks, in denen wir überall tanzende Menschen sehen. Bisher ist uns das in jeder Stadt aufgefallen, dass gerade die ältere Generation sportlich aktiv ist und viel Zeit draußen verbringt. Ich meine, die Stadt ist einfach mal doppelt so groß wie Berlin. Und die kennt kein Schwein. Wer kennt Mao Ming? Vielleicht kennt es 1, 2 Leute von euch, aber nee, kennt keiner. Aber es gibt so viele Millionenstädte in China. Aber es ist echt unglaublich, was hier geschaffen wurde, dass sie das alles so schön und ordentlich machen und immer wieder wird es sehen. Ne? Und man hört ja auch echt viele negative Dinge über China. Aber ich kann auch verstehen, dass die Chinesen selber teilweise sehr stolz auf ihr Land sind und sehr patriotistisch, weil wenn man das so sieht, ist es schon sehr beeindruckend, finde ich. Ja. Stolz auf den Fortschritt eigentlich. Ja, ne? ja, auf das, was da geschaffen wurde. Welche Opfer das gebracht hat und wie viele ist dann was anderes. Aber wir sehen auch fast keine Polizisten. ja, stimmt. Also ganz, ganz selten. Verrückt. Wir haben gerade schon gesagt, die haben sie alle nach Xinjiang geschickt, wo wir durchgefahren sind. Ich glaube, ihr kennt unser Video. Natürlich doof gesagt, aber das war ein ganz anderes Bild. Ganz anders. Einige 100 Kilometer später war es dann soweit. Der letzte Visatag ist angebrochen und wir müssen raus aus China. Wir haben es jetzt fast geschafft. Da hinten ist die Grenze zu Macau. Wir werden da jetzt gleich über die Grenze machen und quasi erst in Macau und dann nach Hongkong weiterfahren. Weil Macau ist genauso wie Hongkong eine eigene Sonderverwaltungszone hier in China. Das heißt, die haben auch ein eigenes Wirtschaftssystem, eine eigene Währung und so weiter. Wir brauchen eine neue SIM-Karte, fällt mir gerade ein. Und heute Morgen zahlen wir noch mit chinesischen Yuan. Heute Mittag zahlen wir mit Macau Pataka, oder wie man das ausspricht. Und heute Abend brauchen wir Hongkong-Dollar. Verrückte Welt. Die Grenzbeamten haben zwar etwas verwirrt geschaut, als wir mit diesen Rädern in diesem Gemenge vor ihnen standen, aber wir durften rein. 3 Dinge sind uns in Macau sofort aufgefallen. Erstens, hier ist es ganz schön eng. Die Stadt wächst, hat aber nur sehr begrenzt Platz. Deswegen stehen die Häuser hier auch so nah aneinander. Zweitens sind die meisten Schilder zweisprachig. Und zwar Chinesisch, also Mandarin, und Portugiesisch. Bis 1999 war Macau eine portugiesische Kolonie, was man vor allem heute noch an der Architektur in der Innenstadt sehen kann. Und drittens, man kann sie schlecht übersehen, die gigantischen Casinos. Wenn du denkst, Las Vegas ist die größte Casinostadt der Welt, dann müssen wir dir sagen, Macau hat beim Glücksspiel den 7-fachen Umsatz von Las Vegas. Einfach verrückt. Das ist mit Abstand das größte Casino, was ich bisher gesehen habe. Das ist ja so verrückt gigantisch.
Es ist so cool, jetzt wieder am Meer zu sein. Ich habe es mir zwar ein bisschen romantischer vorgestellt, mit schönem weißen Strand und Palmen und so. Aber das reicht auch erstmal. Das ist das erste Mal seit der Türkei tatsächlich, dass wir im Meer sind. Das ist ein Jahr her. Verrückt. Dann sehen wir uns wieder in Hongkong.